Anfang März. Deutschland steckt noch tief im Griff des Winters, so auch die Ostseehalbinsel Darß-Zingst. Hier begleiten wir die beiden Fischer, Eugen Schröder und Uwe Pagel, mit auf den Salar Bodden, um ihnen bei der Arbeit, dem Klappern, zuzuschauen. Wir machen uns auf den Weg zu der Arbeitsstelle des Vortages. Dort wird dann entschieden, an welcher Stelle man nun sein Glück versuchen soll. Wollen wir ja mal gucken, jetzt ist ja schöne Sicht, aber wir sehen, ob noch andere draußen sind. Ja, das ist, da war ich wie lange? Da hinten. Hier vorne war es ja gut. Aber die waren ganz gut da hinten. Die gehen aber raus. Die sind aber rausgegangen. So. Bisschen Schäkelzeug da reingeschmissen, oder? Und draußen liegt der Rest noch am Geschirr. Das ist bloß die Stange, die haben wir hier dran. Ja, das Klappern ist insofern gut, weil erstmal man kommt überall hin im Bodden. Und diese Fischerei, man muss immer suchen, man muss den Zander immer suchen. Es gibt Gebiete, wo man mal früher mal viel gefangen hat, das ändert sich aber laufend. Es gibt bestimmte Gebiete, wo Kuhlen und Motter ist, da halten sich meist auf zur kalten Zeit. Da kann man immer von ausgehen oder an Kanten, dass man hinfahren kann. Aber das ist nicht immer gleich. Manchmal stehen sie auf der Seite oder auf der Seite. Die muss man suchen. Das ist immer interessant, dass jedes Loch ist anders. Ne? Man wartet immer darauf, mal den richtigen Hol zu haben, wo mal richtig viel drin sind. Ne? Und ab und zu hat man so eine Dinger. Ne? So, jetzt kommen die Netze untergeschoben. Nachdem ein Loch gesägt wurde, das groß genug ist, wird das Netz unter das Eis eingeführt. Hierfür wird die Jagdrute benötigt, die eine Länge von etwa 20 Metern hat. Der Reiz daran ist eben, diese Fischerei ist ziemlich simpel. Man haut ein Eisloch, schiebt die Netze unter, man braucht bloß 2 Netze die ganze Zeit. Bei der offenen Fischerei, also bei offener See, wenn das Eis weg ist, dann hat man 50 Netze und da muss man erstmal sehen, dass man so viel zusammenkriegt überhaupt. Ne? Und jedenfalls macht das, ich freue mich immer, wenn mal Eis ist ja nicht alle Jahre und dann geht's los mit Klappern. Ne? Auf die in das Wasser hineingelassene Eichenbohle wird nun etwa 10 Minuten lang mit 2 Holzkörpern geschlagen. Hierdurch sollen Fischschwärme, die sich unter dem Eis in der Winterstarre befinden, auseinandergescheucht und in die Netze getrieben werden. Die Natur ist das Tollste daran. Ne? Denn ob ich Landwirt oder Fischer war, die Natur, die hat mich immer begleitet. Und das ist das Beste, was es gibt, wenn man in der Natur frei sein kann. Wenn die Sonne morgens aufsteht, stehe ich auch auf und dann fahre ich raus und gucke meine paar Netze nach. Schön ist das noch, wenn dann die Schwäne da sind oder ein paar Enten oder so. Ne? Die Schwäne, die grüßen schon morgens, wenn ich dann vorbeikomme, so ungefähr. Die fliegen nicht weg, weil die haben keine Angst vor den Fischerbooten. Die beiden Fischer kehren zurück. Nach einem ausgedehnten Nachmittag auf dem Eis sind sie noch recht erfolgreich gewesen. Das muss ja noch viel. Kurze Zeit. Mal sehen, dass wir den Fisch erstmal loswerden. Auch schon ein guter Tag heute. Hätte ein bisschen mehr sein können, ne? Bin spät losgekommen heute. Aber es ist mal so, mal so. Man hat mal viel, man hat mal weniger. Man muss sie halt nur erst finden, die Zander. Nun wird der Fisch abgewogen. Der Fischer Pagel verkauft heute einen großen Teil des Fangs an das Restaurant. Das erste Mal, ja. Das erste Mal, dass du uns Zander bringst. Das Ganze gar nicht, du.